Wissen Sie, jede große technologische Revolution hat so einen ganz bestimmten Wendepunkt. Ein Moment, in dem eine alte, dominante Technologie einfach von einer fundamental besseren Idee überrollt wird. Um zu verstehen, was gerade jetzt in der Welt der Unternehmenssoftware passiert, müssen wir eine kleine Zeitreise machen. Über 140 Jahre zurück, zu einem Kampf, der buchstäblich die Welt erhellt hat. Also, tauchen wir mal ein. Dieses Zitat von Nikola Tesla, das fasst es doch perfekt zusammen, oder? Dieses Gefühl eines Visionärs, der ganz genau weiß, meine Zeit wird kommen. Und genau das ist das Leitmotiv für eine Revolution, die sich heute, hier und jetzt, in der Compliance-Branche wiederholt. Wir sind also in den 1880er Jahren. Thomas Edison, der große Erfinder, hat mit seinem Gleichstromsystem, kurz DC, ein echtes Monopol aufgebaut. Er bringt elektrisches Licht in die ersten Städte, eine Sensation. Aber sein System, das hatte ganz tiefgreifende, strukturelle Schwachstellen. Und genau hier wird's spannend. Edisons Gleichstrom hatte eine, man muss sagen, lächerlich kurze Reichweite. Das bedeutete, man brauchte alle paar Kilometer ein neues Kraftwerk. Die Kupferkabel, die waren dick wie Baumstämme und einfach unvorstellbar teuer. Im Grunde war das ganze System auf Ineffizienz und Monopolkontrolle ausgelegt. Und dann kam Nikola Tesla mit seinem revolutionären Wechselstrom, dem AC. Plötzlich konnte man Strom über Hunderte von Kilometern transportieren und das Ganze war auch noch kostengünstig und unendlich skalierbar. Sehen Sie, das war nicht nur eine kleine Verbesserung. Nein, das war ein fundamental anderer Ansatz. Okay, und jetzt spulen wir mal schnell vor in die Gegenwart. Was hat dieser alte Stromkrieg mit der heutigen Geschäftswelt zu tun? Naja, im Grunde alles. Denn wir erleben eine exakte Parallele, und zwar im Bereich der Enterprise Compliance Software, ein Monopol der Ineffizienz. Und das ist der springende Punkt. Viele Unternehmen sind heute in unglaublich teuren, komplexen und starren Compliance-Systemen gefangen. Sie leiden unter dem, was man Vendor-Lock-in nennt, also eine totale Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter. Ganz genau so, wie die Städte damals von Edisons teurem Gleichstrom abhängig waren. Schauen wir uns doch einfach mal die Zahlen an. Diese Folie hier, die zeigt die brutale Realität. Und wir reden hier nicht über kleine Unterschiede. Die Gesamtkosten für die etablierten Anbieter über nur 3 Jahre, die gehen in die Millionen. Für Lizenzen, für die Implementierung, für teure Berater. Und ganz unten, da sehen Sie den dramatischen Kontrast zu GitCover. Nur um das mal sacken zu lassen, fast 8 Millionen Euro. Das sind die Kosten für eine einzige etablierte Lösung über 3 Jahre. Ein wirklich schwindelerregender Betrag, der diese Ineffizienz des alten Systems perfekt auf den Punkt bringt. Aber, und das ist die gute Nachricht, genau wie damals gibt es auch heute eine Revolution. Eine Lösung, die nicht nur eine inkrementelle Verbesserung ist, sondern auf einer fundamental überlegenen Architektur basiert. Das hier ist der Wechselstrommoment für die Compliance-Welt. Und er heißt GitCover. Was heißt das eigentlich Git-nativ? Naja, es bedeutet, dass das gesamte Compliance-System direkt auf Git aufbaut. Einer Technologie, die sich seit über 15 Jahren bewährt hat, Open Source ist und von über 90% aller Entwickler weltweit genutzt wird. Statt alles in einer unzugänglichen, proprietären Datenbank zu verstecken, wird hier alles als nachvollziehbarer Code verwaltet. Die Basis ist also ein offener und kryptografisch sicherer Standard. Und der erste, sofort sichtbare Effekt dieses Paradigmenwechsels? Eine Kostenreduktion von bis zu 92%. Das ist keine graduelle Verbesserung mehr, das ist eine komplette Disruption des bisherigen Kostenmodells. Aber wissen Sie was? Es geht um so viel mehr als nur die Kosten. Der wahre Vorteil, der liegt in einer ganzen Reihe von tiefen, strategischen Schutzgräben, Moats nennt man das, die es für die alten Anbieter praktisch unmöglich machen, da einfach mal so aufzuholen. Schauen wir uns diese Schutzgräben mal kurz an. Erstens, die Technik. Die Git-Architektur kann man bei den alten Anbietern nicht einfach so nachrüsten. Zweitens, Patente, die die Kerninnovation absichern. Drittens, Netzwerkeffekte, die durch eine wachsende Open-Source-Community entstehen. Viertens, ein einfach überlegenes ökonomisches Modell. Und fünftens, und das ist vielleicht das Wichtigste, Entwickler lieben es, weil es sich nahtlos in ihre gewohnten Arbeitsabläufe einfügt. Im Herzen des Patentgrabens liegt das sogenannte Git Compliance Extension Protocol oder kurz GitCEP. Das ist die absolute Schlüsseltechnologie, denn sie löst ein klassisches Dilemma.
Stellen Sie sich vor, ein Gesetz wie die DSGV verlangt, dass Sie Daten löschen. Ein anderes, wie das Handelsgesetzbuch, schreibt aber deren Aufbewahrung vor. Was tun? GCEP löst genau diesen Konflikt. Elegant und vor allem rechtssicher. Und die große Frage ist ja, warum passiert dieser Wandel ausgerechnet jetzt? Ganz einfach, weil eine ganze Reihe von externen Faktoren den Druck auf die Unternehmen massiv erhöhen und die alten Systeme damit an ihre absoluten Grenzen bringen. Wir sehen gerade eine regelrechte Welle neuer, extrem komplexer Regulierungen. NES 2, der EU AI Act, all diese Vorschriften erfordern ein Maß an Agilität, an Dokumentation und an Automatisierung, das alte, monolithische Systeme schlicht nicht mehr leisten können. Der Zeitdruck ist also absolut real. Und dann kommt noch einiges zusammen. Die explodierenden Kosten für Cloud-Dienste, der wirklich kritische Mangel an Fachkräften und der Zwang, alles zu automatisieren. All diese Kräfte zusammen, die schaffen den perfekten Sturm. Und der macht eine effiziente, automatisierte und kostengünstige Lösung wie Git-Cover nicht nur wünschenswert, sondern absolut notwendig. Fassen wir also mal zusammen. Der alte Weg, der durch teure, starre Legacy-Systeme repräsentiert wird, ist veraltet. Ein neues, fundamental überlegenes Modell ist nicht nur da, es gewinnt rasant an Fahrt. Dieses Zitat aus den Analysen bringt es wirklich auf den Punkt. Das hier ist keine inkrementelle Verbesserung, es ist ein kompletter Austausch der technologischen Grundlage. Die alten Anbieter können diesen Wandel nicht einfach mitmachen, sie müssten ihre Produkte von Grund auf neu erfinden. Und das bringt uns zur letzten, entscheidenden Frage. Genau wie damals im Stromkrieg ist der Sieg der überlegenen Technologie einfach unvermeidlich. Die einzige Frage, die noch offen ist, lautet also, wann vollziehen Sie persönlich den Wechsel?